Hallo liebe Retro-Freunde, heute zeige ich euch die 25 besten Beat'em-up-Games für den Super Nintendo, die je auf den Markt kamen, inklusive aller exklusiven Japan-Titel. Also gehen wir es an, gleich nach dem Intro. Let's see. 1994 kam X-Men Mutant Apocalypse auf den Markt. Kämpft euch mit 5 verschiedenen X-Men durch 16 actiongeladene Level. Natürlich hat jeder X-Men seine ganz eigenen besonderen Fähigkeiten. Ein weiterer Ableger der X-Men-Reihe war Venom Spider-Man Separation von 1995. Ihr kämpft euch entweder mit Spider-Man oder Venom durch horizontale Levels. Sehr gute Grafik und ein simples Kampfsystem macht diesen Teil der X-Men-Reihe aus. The Shadow von 1994, ein Videospiel nach dem gleichnamigen Universal-Film. Bekämpfe Verbrechen in New York, ganz im Stile von Double Dragon. Dabei folgt das Spiel grob der Handlung des Films. Ultimate Fighter ist ein Kampfvideospiel aus dem Jahr 1992, das speziell für den SNES entwickelt und veröffentlicht wurde. Das Interessante an dem Spiel ist, dass es einen Story-Modus und einen Turniermodus gibt. Der Story-Modus ist klassisch im Side-Scrolling Beat'em Up. Und schon wieder ein X-Men-Ableger, Spider-Man Venom Maximum Carnage aus 1994, basierend auf den Spider-Man-Comics, führte den Spinnenmann gegen Bösewicht Carnage in den Kampf. Sengoku Denshu 1993 exklusiv nur in Japan erschienen. Durch das Sammeln von Kugeln von besiegten Feinden könnt ihr Geister beschwören und dadurch ihre Form annehmen, die Form ihres Charakters verändern und ihnen eine neue Sammlung von Angriffen und Kräften verleihen. Rival Turf, der Klassiker aus dem Jahr 1992, beißt sich allein durch im Einzelspielermodus, kämpfe Seite an Seite mit einem Freund oder übe punktgenaue Angriffe im unerbittlichen Versus-Modus. Dies könnte der härteste Kampf deines Lebens sein. Die Mighty Morphin Power Rangers aus dem Jahr 1995. Wähle einen Power Ranger aus, um den bösen Ivan Us aufzuhalten, der versucht, das Universum zu kontrollieren. Die Wildcats Covered Action Teams von 1995, eine Gruppe leistungsstarker Helden. Die Spieler übernehmen die Rolle von Spartan, Maul oder Warblade.
Ein weiterer Japan-Only-Titel in den Top 25, Iron Commando Futetsu no Senshi aus dem Jahre 1995, ist ein Brawler Beat'em Up wie Final Fight oder Streets of Rage mit vielen Waffen und großen Endbossen. Ghost Chaser Densai, exklusiver Japan-Titel aus 1994. Ein Mann, eine Frau oder ein Roboter stehen euch zur Verfügung. Jeder hat seine eigenen Angriffe. Der Klassiker schlechthin, Final Fight 2 aus dem Jahre 1993. Du ziehst mit Hacker und den neuen Charakteren Maki und Carlos los, um der Mad Gear Gang endgültig das Handwerk zu legen. Finally, Final Fight 3 aus dem Jahr 1994. Die Mad Gang wurde zwar besiegt, aber eine neue Bande namens Skull Cross hat ihren Platz eingenommen. Diesmal kannst du aus 4 Charakteren mit individuellen Kampfzielen wählen. Beat'em Up mal ganz anders im Weltraum auf einem Kampfschiff mit dem Battletoads und Double Dragon von 1993. Schließe dich mit Billy und Jimmy von Double Dragon zusammen, um die Erde vor dem tödlichen Schiff und seinen Truppen zu schützen. 1994 kam der einzige Sailor Moon Teil, der es nach Europa geschafft hat. Das Spiel zur ersten Staffel der beliebten Manga-Anime-Serie ist eine der 5 Sailor-Kriegerinnen, bekämpft man in diesem Beat'em-Up-Spiel in bester Final Fight-Manier Königin Beryl und ihre 4 Generäle. Wir kommen in die Top 10 mit King of Dragons von 1994. Hier müsst ihr einen roten Drachen namens Gildes bekämpfen. Ein weiterer Japan-Titel in den Top 10, Gourmet Sentai Barayaru von 1995, spielt nach dem Dritten Weltkrieg. Du kannst 3 verschiedene Charaktere spielen, von denen jeder seine eigenen Angriffe und Spezialschläge hat. Was wären die Top 10 ohne Final Fight von 1991? Der erste Teil von Final Fight war auch der beste. Die Final Fight Spiele gehören neben Double Dragon zu den bekanntesten Beat'em-Up-Spielen der 80er und 90er Jahre. Nicht ganz in den Top 3, dennoch gehört Ninja Warriors zu den allerbesten Beat'em-Up-Spielen für die Super Nintendo. Von 1994. In Ninja Warrior kämpfst du dich als einer von 3 kybernetischen Ninja-Kriegern, Ninja, Kunoichi oder Kamatachi, gegen den Tyrannen Benklar.
1994 erschien Sonic Blastman 2. Du kontrollierst einen von 3 Charakteren in diesem Side-Scroller, während du dich durch verschiedene Level kämpfst, die voller Feinde und Bosse sind. Wir kommen in die Top 5 mit Batman Returns von 1993. Ein klassisches Beat'em Up, ganz im Stile von Spielen wie Final Fight oder den Turtles. Ein sehr hübscher Side-Scroller. Kämpfe dich als Batman durch Gotham City. Sailor Moon 2 von 1993 oder auch Ishu Senshi Sailor Moon Air kam nur in Japan auf den Markt und war die direkte Fortsetzung von Sailor Moon 1. Zusätzlich zu den 5 Sailor-Kriegerinnen gibt es einen weiteren Modus, in dem man diesmal die zeitreisende Chibusa spielen kann. Auf Platz Nummer 3 die Brawl Brothers von 1993 von Jaleco. Die Fäuste fliegen, wenn die Brawl Brothers in diesem Kampfspiel der Extraklasse für 2 Personen in den Straßen auf ihre Gegner treffen. Sensationell, aber nur auf Platz 2 die Teenage Mutant Ninja Turtles Teil 4 von 1992. Kämpfe auch hier gegen Shredder und seine Gang. Und Platz Nummer 1 der allerbesten Beat'em-Up-Games für die Super Nintendo geht an die Stone Protectors von 1994. Das Spiel ist ein typisches Beat'em-Up-Spiel. Jeder Spieler verfügt über verschiedene Waffen, von Handfeuerwaffen bis hin zu Fernkampfwaffen wie Pistolen und Bazookas.